Ein Teamkollege hat Sie kontaktiert. Er möchte gerne seine neue Voting-App auf einem Azure Kubernetes Cluster ausprobieren. Lassen Sie uns doch gemeinsam unserem Teamkollegen helfen. Wir erstellen einen Azure Kubernetes Cluster, damit er dann seine Voting-App testen kann. Ich befinde mich im Azure-Portal und wir konfigurieren unseren Cluster über die Cloud Shell. Ich wähle also dieses Symbol aus, um die Cloud Shell zu starten. Und wir sehen, ich habe bereits die Cloud Shell vorbereitet, und zwar die Bash-Umgebung. Zuerst einmal möchte ich mich informieren mit AZ, Account und dann Show. Somit erhalten wir die Information, mit welcher Subscription ich arbeite. Nutzungsbasierte Bezahlung. Das ist soweit in Ordnung. Jetzt möchte ich eine Liste erhalten von sämtlichen Subscriptions. Dazu verwende ich AZ, Account und dann List, Abstand -- all. Dann erhalte ich eine Liste von sämtlichen Subscriptions. Die Ausgabe ist im JSON-Format, das ist soweit in Ordnung, aber nicht unbedingt direkt übersichtlich. Darum drücke ich die Pfeiltaste nach oben, um den letzten Befehl zu wiederholen, und ich verwende Output. Am Schluss gebe ich an Table, damit wir ein Table-Format erhalten. Und nun sehe ich direkt alle Subscriptions und unter anderem nutzungsbasierte Bezahlung ist der Default. Wir haben hier den Wert True. Wenn Sie jetzt eine spezifische Subscription auswählen möchten, verwenden Sie AZ, Account und dann geben Sie an Set, Abstand -- Subscription, damit Sie die Subscription auswählen können. Sie geben den Namen mit und jetzt verwenden Sie die Anführungszeichen und dann würden Sie beispielsweise hier nutzungsbasierte Bezahlung schnell kopieren und dann hier einfügen und das Ganze abschließen mit den Anführungszeichen, drücken die Enter-Taste und jetzt ist der Fokus gesetzt auf die Subscription, mit der Sie arbeiten möchten. In meinem Fall war es ja bereits der Standard, aber ich wollte Ihnen das schnell zeigen. Nun, der nächste Schritt besteht darin, dass wir eine Ressourcengruppe erstellen mit AZ Group Create und wir geben dann den Namen mit, selbstverständlich. Und wie sieht das aus? Das sieht in etwa so aus. AZ Group Create, Abstand -- Name, My Resource Group und die Location ist West Europe. Die Bereitstellung ist abgeschlossen, die Ressourcengruppe wurde erstellt. Nun erstellen wir den eigentlichen Cluster und dazu verwenden wir Folgendes. Wir verwenden AZ, AKS Create, Abstand -- Resource Group, der Name ist My Resource Group, dann Abstand -- Name, der Name von unserem Cluster ist My AKS Cluster, -- Node - Count ist 1, -- Enable - Add-ons Monitoring möchte ich da vorhanden haben und -- Generate - SSH - Keys, damit direkt die SSH-Keys generiert werden. Drücke die Enter-Taste. Nun erhalten wir eine Meldung, dass das Schlüsselpaar abgelegt wird im Verzeichnis .ssh. Das ist ein verstecktes Verzeichnis. Darin enthalten unser SSH-Schlüsselpaar. Nun warte ich, bis diese Bereitstellung abgeschlossen ist, damit wir dann eine Verbindung aufbauen können zu unserem Cluster. Die Bereitstellung ist abgeschlossen und jetzt können wir eine Verbindung aufbauen zu unserem Cluster, indem wir Folgendes verwenden. Und zwar sieht das in etwa so aus. AZ AKS Get Credentials, Abstand -- Resource Group, der Name ist My Resource Group und wir geben den Namen mit von unserem Cluster, My AKS Cluster. Drücke die Enter-Taste und es wird eine Verbindung aufgebaut zu unserem Cluster. Da ich das schon einmal ausprobiert habe, werde ich jetzt gefragt, ob ich die bestehende Konfigurationsdatei überschreiben möchte. Ja, das möchte ich, darum werde ich das ausführen. Und selbstverständlich das Ganze nochmals bestätigen. Und jetzt wurde eine Verbindung aufgebaut zu unserem Cluster. Jetzt können wir es überprüfen mit kubectl, ein Werkzeug, welches direkt enthalten ist in der Cloud Shell. kubectl get nodes und dann erhalten wir die entsprechende Information über den Clusterknoten. Und wir sehen hier das entsprechende Resultat. Soweit alles in bester Ordnung. Jetzt geht es darum, dass wir die Voting-App installieren auf unserem Cluster.
Und diese Voting-App, die Konfigurationsdatei, das hat der Entwickler vorbereitet und uns zur Verfügung gestellt. Und darum werden wir jetzt gemeinsam eine YAML-Datei erstellen, und zwar mit dem eingebauten Editor. Ich verwende dazu Code und dann soll die Datei heißen Azure, richtig schreiben, und dann Bindestrich Vote, und dann ist es eine YAML-Datei. Und nun werde ich den entsprechenden Inhalt einfügen. Und da ich den Inhalt bereits erhalten habe, kann ich das ebenfalls mittels Copy-Paste. Also setzen wir den Inhalt ein und hier wird eine Voting-App erzeugt mit dieser YAML-Datei. Das heißt nun Ctrl+S, um die Datei zu speichern, Ctrl+Q, um den Editor zu verlassen. Und keine Sorge, ich werde Ihnen selbstverständlich diese YAML-Datei zur Verfügung stellen und selbstverständlich auch eine Textdatei mit sämtlichen Befehlen, die ich in diesem Video verwendet habe. Und Sie finden diese Informationen wie immer auf GitHub. Navigieren Sie zu github.com und suchen Sie nach meinem Namen. Ich werde Ihnen das gleich noch zeigen. Nun geht es aber zurück zu unserer eigentlichen Konfiguration. Das heißt, jetzt werden wir mit dieser YAML-Datei arbeiten. Und das sieht in etwa so aus. Zuerst den Bildschirminhalt etwas aufräumen und dazu verwenden wir Folgendes. kubectl apply --f und dann geben wir unsere YAML-Datei mit. Drücke die Enter-Taste und nun sehen wir als Resultat, die einzelnen Bereitstellungen sind abgeschlossen. Am Schluss erhalten wir die Benachrichtigung Created und genau so soll es auch sein. Und jetzt wollen wir selbstverständlich diese Voting-App einmal kurz testen. Wir wollen ja wissen, was sich da der Entwickler überlegt hat. Zuerst einmal brauchen wir die öffentliche IP-Adresse und wir schauen mal, ob diese bereits schon generiert wurde. Ich verwende dazu kubectl get service Azure Vote Front Abstand --watch. Das bedeutet, dass dieser Befehl dauernd ausgeführt wird. Sie sehen, der Cursor blinkt an Ort und Stelle. Und wir sehen aber auch bereits die externe IP-Adresse. Wenn Sie diesen Befehl abbrechen möchten, dann verwenden Sie einfach Ctrl+C. Ctrl+C und Sie sehen, der Befehl wurde abgebrochen. Also mit --watch können Sie einen Befehl direkt beobachten. Nun kopieren wir uns diese öffentliche IP-Adresse in die Zwischenablage. Kopieren. Wir öffnen da einen Browser, beziehungsweise ich habe ja schon einen Browser geöffnet, also kann ich doch direkt ein neues Register öffnen. Das macht es noch etwas einfacher. Ctrl+V und dann drücke ich die Enter-Taste und wir haben hier unsere Azure Voting App. Ganz einfach, Cats und Dogs. Diese Voting App ist Ihnen wahrscheinlich schon etwas bekannt, aber Sie sehen, die Bereitstellung hat funktioniert. Wir können nun diese Voting App testen. Und vielleicht noch als Hinweis eben zu GitHub. Navigieren Sie zu github.com. Suchen Sie nach Tom Wechsler. Und dann bei den Users wird Tom Wechsler aufgelistet. Hier ist der Tom Wechsler. Und anschließend werden Sie im folgenden Repository die Informationen finden. Ich klicke hier auf Repositories, ein wenig weiter unten, hier beim Repository Azure Cloud Shell, da werde ich diese beiden Dateien, die ich eben angesprochen habe, ablegen. So finden Sie die YAML-Datei und die Textdatei mit sämtlichen Konfigurationen, die wir in diesem Video eingesetzt haben. Nun ist der Test erfolgreich. Selbstverständlich geht es nun darum, dass wir diese Ressourcengruppe wieder löschen, damit keine unnötigen Kosten generiert werden. Aber selbstverständlich werden Sie Ihre Umgebung erst dann löschen, wenn der Entwickler mit den Tests fertig ist. Sie wissen, was ich meine. Okay, löschen wir die Ressourcengruppe und jetzt wird die Ressourcengruppe gelöscht. Dazu habe ich verwendet AC Group Delete, Abstand --name, My Resource Group, Abstand --yes und dann --no -wait, damit der Cursor sofort wieder zurück ist. Und im Hintergrund wird nun die Ressourcengruppe gelöscht.